So, liebe Origami-Freunde, heute falten wir einen kleinen Fuchs. Dieses Modell ist zum Teil mein eigenes Design. Es basiert auf diesem Fuchsmodell von Kunihiko Kasahara. Die Anleitung hierfür findet ihr im Buch Origami Omnibus. Und Kunihiko Kasahara gibt eine Challenge in diesem Buch. Und zwar sagt er, man kann diesen Fuchs mit einem Rechteck im Verhältnis ungefähr 1:2 auch so falten, dass er 4 Beine hat. Er verrät aber nicht, wie es geht. Und einer meiner Abonnenten hat mich angeschrieben: Hast du irgendeine Idee, wie man einen vierbeinigen Fuchs falten könnte auf dieser Basis? Und ich habe mir etwas überlegt und das möchte ich heute zeigen. Also Kopf Kunihiko Kasahara, der Körper ist von mir. Das Tolle an dem Modell ist, man kann es auch aus jedem beliebigen Geldschein falten. Das sieht dann so aus. Dann hat man einen kleinen Sparfuchs, ein kleines schönes Geldgeschenk. Das Modell ist nicht so einfach, es ist mittelschwer. Falls ihr mit der Technik Inside und Outside Reverse Fold noch nicht vertraut seid, empfehle ich euch erst mein Tutorial dazu zu machen, denn diese Falltechnik kommt hier sehr häufig vor. Ihr braucht ein Blatt im Verhältnis 1:2, ungefähr. Etwas länger macht auch nichts oder etwas kürzer. Oder einen Geldschein. Wobei ich euch dringend empfehle, faltet es bitte erstmal mit Papier, bevor ihr einen Geldschein verwendet. Legt euer Blatt bitte so hin, dass die Hauptfarbe des Modells, die außen sein soll, nach oben zeigt. Als erstes falten wir die untere Kante zur oberen Kante. Wir öffnen wieder. Wir drehen das Blatt um und falten die untere Kante zur mittleren Linie, sodass dieser Knick hier entsteht. Jetzt rotiert ihr das Blatt um 180 Grad und faltet wieder diese Kante zur mittleren Linie, zu dieser Kante hier, sodass dieser Knick hier entsteht. Als nächstes faltet ihr diese Kante zur mittleren Linie. Und nun diese Kante zur mittleren Linie. Wir öffnen. Jetzt muss aus dieser Talfalte, aber nur von der oberen Lage, eine Bergfalte werden und wir machen einen Squash Fold. Das heißt, wir nehmen diese Lage, machen hier eine Bergfalte draus und führen den Squash Fold aus. Das gleiche machen wir auf dieser Seite. Diese Linie zu einer Bergfalte machen, dann passiert alles von selber. Wir drehen das Blatt um. Jetzt falten wir diese Kante zur mittleren Linie. Und wiederholen den Schritt auf dieser Seite. Wir drehen das Blatt wieder um
Und wir machen ein Swivel Fold. Das heißt, wir öffnen hier unter diesem Ohr, könnt ihr den Finger ein bisschen reinschieben, drücken das Ganze nach oben und jetzt bringen wir diese Kante hier auf diese Kante. Hier drauf. Diese Kante auf diese Kante. Das hier hierhin. Hierbei führen wir da einen Squash Fold aus an dieser Stelle. Ich zeige es nochmal an der anderen Seite. Wir nehmen den Finger hier drunter und öffnen. Und jetzt drücken wir diese Ecke platt, sodass wir hier vorne eine Spitze erhalten. Und diese Kante hier auf diese Kante gefaltet wird. Jetzt falten wir eine Art Rabbit Ear Fold, und zwar verlängern wir diese Linie bis hier, indem wir diese Kante auf diese Kante falten. Aber wir falten nur bis zur Mitte. Nur bis hier. Wir öffnen wieder und verlängern diese Talfalte bis zur mittleren Linie, indem wir diese Kante auf diese falten, aber nur bis hier. Wir öffnen wieder. Jetzt falten wir gleichzeitig hier eine Bergfalte und hier eine Talfalte und hier eine Talfalte. Das sieht so aus. Wir falten das Modell hier nach hinten und hier falten wir die beiden Talfalten zusammen, sodass das Modell so zusammengeht. Wir öffnen jetzt die Rückseite. Jetzt nehmen wir eine der beiden Ohren. Und zwar nehmen wir den Daumen hier in diese Öffnung hinein. Hier. Und lassen hier das Papier ein bisschen herauskommen. Jetzt klappen wir dieses Ohr so nach oben. Gleich macht so klack. So. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Hier kann man wieder runterfalten. Wir öffnen hier diese Tasche, lassen das Papier hinten ein bisschen herauskommen und falten dieses Ohr nach oben, sodass diese beiden Talfalten plötzlich Bergfalten werden. Wir nehmen diese beiden Flaps, drücken sie wieder in die Mitte, falten hier wieder zusammen. Und schon haben wir den Kopf. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem Fuchs noch eine kleine Nase verpassen, indem ihr hier ein mini kleines Stückchen nach oben faltet. Mit zweifarbigem Papier ist das ganz schön. So, jetzt kommen wir zum Körper. Wir beachten diesen Knick hier, diesen Punkt, und falten das ganze Papier hier so nach hinten, dass es 90 Grad nach hinten steht und
der entstehende Knick genau an diesem Punkt endet. Ich mache das einmal vor. Ich falte so nach hinten, 90 Grad. Und wenn ich umdrehe, sehe ich genau an dem Knick, den wir vorher hatten, hier, muss diese Faltung enden. Dann sieht das so aus. Jetzt falten wir das Papier, diese Kante an diese Kante nach oben. Jetzt falten wir entlang dieser Kante hier, die hinten dran ist, genau nach unten. So, jetzt falten wir hier eine Diagonale und falten das Papier exakt nach rechts. Jetzt falten wir entlang dieser Kante das Papier wieder nach links. Wir öffnen wieder und wir öffnen alles. Jetzt nehmen wir die Rückseite nach oben, öffnen hier in der Mitte und aus diesen beiden Falten machen wir Talfalten. Die stimmt. Aus dieser muss ich noch eine Talfalte machen und wir machen ein Inside Reverse Fold. Wenn du mehr über den Inside Reverse Fold erfahren willst, empfehle ich dir meinen Origami-Kurs, den findest du in meiner Playlist. Und da kommt auch irgendwann ein Kapitel zum Inside und Outside Reverse Fold. So, Inside Reverse Fold. Dann sieht das jetzt so aus. Jetzt schaust du wieder von der Rückseite drauf. Jetzt machen wir einen Outside Reverse Fold, indem wir diese Talfalte belassen und aus dieser Bergfalte eine Talfalte machen. Also beides Talfalten. Das sieht dann so aus. Jetzt müssen wir einen Squash Fold machen und das Modell wird leicht asymmetrisch. Wir gehen hier mit einem Finger rein, falten hier nach unten. Diese beiden Lagen drücken wir zusammen und führen hier einen Squash Fold aus, indem wir hier drauf drücken. Das Ganze sieht jetzt so aus. Nun falten wir die obere Seite nach hinten. Jetzt öffnen wir das Modell von der Unterseite her. Auf diese Weise. Und falten entlang dieser Kante nach unten. So, jetzt schaut einmal. An dieser Kerbe falten wir das Blatt wieder nach oben. Wir haben also einen kleinen Pleat gemacht, der genau an dieser Kerbe seinen Knick hat. So. Jetzt falten wir die obere Kante zur mittleren Linie. Und hierbei machen wir einen Squash Fold gleichzeitig. Das Ganze nennt sich ein Swivel Fold. Falten an diese Linie,
und müssen hier gleichzeitig einen Squash Fold so falten, dass hier eine Spitze entsteht. So wie hier. Jetzt falten wir diese Kante zur mittleren Linie und hier oben erhalten wir wieder ein Squash Fold, was das Ganze zu einer kombinierten Falttechnik, einem Swivel Fold macht. Diese Kante nach oben, beide Lagen und hier wieder ein Squash Fold. Hier mit dem Finger ein bisschen reingehen. Dann sieht das so aus. Jetzt schließen wir das Modell wieder. Und wir sind schon fast fertig. Jetzt falten wir den Schwanz noch mit einem Outside Reverse Fold nach oben. Das heißt, wir müssen hier eine Talfalte und hier eine Talfalte machen. Diese Talfalte, die geht unter das Bein. Also falte ich hier nach oben eine Talfalte. Auf der anderen Seite auch. Drücke dann hier zusammen und erhalte einen Outside Reverse Fold. Der Outside Reverse Fold geht ein bisschen unter das Bein drunter, was ihn ein bisschen schwierig macht, aber das kriegt ihr schon hin. Man kann auch hier ein bisschen nachziehen, dann funktioniert es. So, das Schwanzende können wir noch etwas falten. Und zwar nehmen wir diese Ecke und falten sie einmal komplett nach oben. So. Wir öffnen wieder, machen hier mal auf. Jetzt können wir hier einen kleinen Inside Reverse Fold machen. Damit der Schwanz nicht so aufgeht, nehmen wir diesen Inside Reverse Fold, diese Ecke hier, und falten sie unter diese Lage drunter. Und diese Lage falten wir hier hinein. Über diesen Inside Reverse Fold drüber. Damit können wir das Ganze fest verschließen. Fertig. Jetzt empfehle ich zum Shaping den Schwanz ein bisschen runter zu falten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Füße noch shapen, indem ihr hier von der Seite her drückt, die Beine etwas schmaler macht. Ich an beiden Seiten machen. Ihr könnt kleine Füßchen falten. Das sieht ganz süß aus. Und das gleiche hier vorne. Hier eine kleine Kurve reinfalten. Und einen kleinen Fuß. Auf der anderen Seite ebenso.
Besonders gut geht es natürlich mit Tissue Foil Paper. Das heißt Alufolie auf beiden Seiten beklebt mit Seidenpapier. So habe ich es bei diesem Modell hier gemacht. Das hält immer die Form. Aber das hier ist ganz normales Packpapier, Kraftpackpapier, das übrigens hervorragend für Origami geeignet ist. Damit geht es auch sehr gut. Ja, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht der Fuchs so aus. Falls du es geschafft hast, gratuliere. Ansonsten probier es doch nochmal oder, falls es nicht geklappt hat wegen der Inside-Outside Reverse Fold, versuch mein Tutorial. Da wird ganz genau erklärt, was das für Falltechniken sind, und wenn du dieses Tutorial gemacht hast, bin ich sicher, schaffst du auch diesen Fuchs. Ja, und wer die besondere Herausforderung sucht, kann das Ganze mal aus einem Geldschein machen, da wird es deutlich kleiner. Dieser Fuchs ist aus einem 10×20 Blatt gefaltet worden. Geldscheine sind etwas kleiner. Zum Anfang könnt ihr auch noch größeres Papier verwenden. Ja, und je öfter ihr das macht, desto einfacher wird es euch fallen. Ich hoffe, ihr habt es geschafft. Wenn ihr es geschafft habt, dann postet doch euer Bild auf Instagram und verlinkt mich unter @creative_origami_Germany. Das würde mich freuen, ein paar Füchse zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.